Uff, das sind ja ganz schön viele Meldungen. Und es sind alles Artikel zu den AktivistInnen, die sich Letzte Generation nennen. Sie fordern sofortige Maßnahmen zum Klimaschutz. Für ihren Protest greifen sie zu drastischen Mitteln. Sie kleben sich zum Beispiel auf Straßen fest. Und damit ziehen sie ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Aktionen werden medial und politisch kontrovers diskutiert. Wie können wir in der Fülle an Nachrichten, Debattenbeiträgen und Texten den Überblick behalten? Wohin sollte unsere Aufmerksamkeit gehen? Es könnte helfen, den Diskurs selbst genauer zu analysieren. In der empirischen Kulturwissenschaft schauen wir uns Diskurse an, wenn wir begreifen wollen, wer sich zu bestimmten Themen äußert und welche Stimmen eigentlich am meisten gehört werden. Wir verstehen damit Machtstrukturen in der Gesellschaft und das kann super hilfreich sein. Aber zuerst, wer ist denn die sogenannte letzte Generation? Warum wird so viel über sie berichtet? Letzte Generation vor den Kipppunkten. So nennt sich eine Gruppe von UmweltaktivistInnen. Sie glauben, dass sie zu der letzten Generation gehören, die verhindern kann, dass der Klimawandel eine Katastrophe für die Menschheit wird. Die Gruppierung ist auch in Österreich und Italien aktiv. Sie sind Teil eines internationalen Netzwerks. Welche Maßnahmen die Gruppe fordert, erklärt uns Sarah, die selbst aktives Mitglied ist. Ja, wir haben konkrete Ziele. Das sind das Tempolimit von 100 km/h, das 9-Euro-Ticket und dass Lebensmittel gerettet werden sollen. Und unsere neueste Forderung ist der Gesellschaftsrat. Und wir wollen diese Forderungen erreichen durch unseren zivilen Ungehorsam eben, um darauf aufmerksam zu machen, in was für einer Krise wir gerade stecken. Und wir nutzen den zivilen Ungehorsam, weil er in der Geschichte auch schon viel im Thema Menschenrechte und sowas vorangebracht hat. Der bewusste Verstoß gegen Regeln ist eine Proteststrategie. Damit wollen die AktivistInnen der letzten Generation Aufmerksamkeit für ihr Anliegen, den Klimaschutz, erzeugen. Aber diese Methode polarisiert. Es werden drastische Vergleiche gezogen, auch bei Debatten im Deutschen Bundestag. Denn das, was die Klimajugend da auf den Straßen in der letzten Generation verwirklicht, ist nichts anderes als Terrorismus. Die Diskussionen um die Protestform führen dazu, dass die AktivistInnen der letzten Generation in den Medien sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das sehen wir beispielsweise, wenn wir die Begriffe letzte Generation bei Google eingeben. Etwa 50 Millionen Ergebnisse tauchen auf. Die Google Trends zeigen außerdem, dass besonders seit April 2023 nach der Gruppierung gesucht wurde. Der 24. Mai sticht dabei besonders heraus. Da wurde über Razzien bei Mitgliedern der letzten Generation berichtet. An keinem anderen Tag war das Interesse für die Gruppe so groß. Was sagen Menschen über die letzte Generation? Wir machen eine kleine Stichprobe in der Würzburger Innenstadt. Und was ist so eure Meinung zur letzten Generation? Ich denke, da muss es auch andere Wege geben, um irgendwas umzusetzen und nicht so, weil man da auch viele in Gefahr bringt oder es kann nicht geholfen werden. Ja, kann man machen bei uns in Deutschland. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man das dann so, ich nenne es jetzt nochmal radikal, ob man das dann so radikal umsetzen muss oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, seiner Meinung kundzutun. Dass sie diesen Mut haben, ich finde es genial. Eigentlich ist es ziemlich klar, dass die Leute einfach verzweifelt sind. Also dass einfach so viele andere Sachen schon versucht wurden und die wurden einfach nicht gehört. Die befragten PassantInnen sind der Gruppe gegenüber mehrheitlich positiv eingestellt. Aber laut einer Umfrage vom Mai 2023 lehnen 79% der Deutschen ihre Protestformen ab. Menschen mit dieser Meinung wollten aber nicht mit uns sprechen. Sie begründeten das mit Angst vor Konflikten, zum Beispiel mit Arbeitgebern, oder sie glaubten, ihre Position würde nicht in unseren Film passen. Zurück zur Umfrage. Wie informieren sich die befragten Personen? Viel halt Nachrichten auch und soziale Medien, würde ich sagen. Instagram zum Beispiel. Querbeet. Radio. Okay. Social Media Plattformen, also Instagram, TikTok, lauter so, hauptsächlich TikTok, ja. Die PassantInnen nutzen viele verschiedene Medien und darin gibt es eine Masse an Informationen, Beiträgen und Meinungen. Wie die Debatte über die sogenannte letzte Generation sich aus all diesen Texten und Stimmen zusammensetzt, ist ganz schön komplex. Da kann man leicht den Überblick verlieren.
In der empirischen Kulturwissenschaft haben wir ein Werkzeug, um da Ordnung reinzubringen. Den Diskurs. Diskurs, das bedeutet erstmal eine große Menge an Informationen und viele Menschen und Medien, die diese verbreiten. Zum Beispiel kann man sagen, es gibt einen Diskurs über die letzte Generation. Um das alles besser verstehen zu können, befragen wir einen Diskursexperten. Johannes Müske ist Kulturanthropologe an der Universität Freiburg. Von ihm lassen wir uns zuerst den Diskursbegriff erklären. Diskurs, lateinisch Diskursus, das heißt also umherlaufen oder sich ergehen über etwas. Und das ist im Prinzip die Bedeutung des Wortes erstmal grundlegend, über etwas reden. Ein berühmter Diskurstheoretiker, Michel Foucault heißt der, sehr wichtig für die Kulturwissenschaften, der hat gesagt, man muss erstmal schauen, dass man die Fülle von Ereignissen im Raum des Diskurses im Allgemeinen beschreibt. Also worüber wird überhaupt gesprochen? Da hätten wir sozusagen die Aussagen selbst und es ist erstmal noch keine Interpretation dabei. Die zweite Ebene ist eine Perspektivänderung. Wir fragen als Kulturwissenschaftlerinnen, wer spricht denn da eigentlich? Ja, nicht nur worüber, sondern wer, mit welchem Interesse, worüber. Im Diskurs steckt also auch eine Methode, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren und zu verstehen. Eine Diskursanalyse schaut auf zwei Ebenen. Einmal darauf, was inhaltlich gesprochen wird und dann, wer aus welcher Position heraus spricht. Ein Beispiel. Im November 2022 debattieren im Bundestag alle Fraktionen über eine mögliche härtere Bestrafung von, Zitat, Straßenblockierern und Museumsrandalierern. Der Antrag wurde von der Fraktion CDU/CSU eingereicht. Die AfD fordert ein Verbot der Gruppe Letzte Generation. Und die Partei Die Linke will Maßnahmen gegen die Klimakrise, anstatt die Proteste in Frage zu stellen. Die beteiligten PolitikerInnen sprechen über unterschiedliche Dinge, weil sie unterschiedliche Aspekte wichtig finden. Und weil sie und ihre Partei bestimmte Ziele verfolgen. Aktivistin Sarah sagt, ihre Inhalte bekämen in der politischen Debatte nicht so viel Aufmerksamkeit. Und was mich auch stört, ist, dass viel mehr über unsere Protestform geredet wird, als darüber, für wen oder warum wir halt den Protest machen. Auch Sarah vertritt als Mitglied der letzten Generation eine Position im Diskurs. Die Gruppe möchte für ihre Ziele, nicht für ihre Protestformen Aufmerksamkeit bekommen. Was natürlich schwierig ist, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wird. Mit ihnen werde gar nicht so richtig gesprochen, sagt Sarah. Es gibt aber, finde ich, auch sehr gefährliche Medien, die halt falsche Nachrichten verbreiten oder einfach unsere Seite überhaupt nicht einholen und einfach, ohne mit uns zu sprechen, über uns berichten. Im Diskurs werden Stimmen unterschiedlich gewichtet. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, also in unserer Welt 95 oder ich weiß nicht, 99,9% der Staus entstehen nicht durch Klimakleber, sondern dadurch, dass zu viele Autos da sind. Und da kommen wir zu einer weiteren Dimension des Diskurses, über die ich noch gar nicht gesprochen habe. Worüber wird eigentlich nicht gesprochen? Manche Stimmen werden weniger in den Medien rezipiert, erreichen weniger Menschen oder werden gar nicht gehört. Woran liegt das? Ich glaube, das ist einfach ein Teil des medialen Spiels. Also da geht es viel um Skandalisierung, da geht es viel um das Verkaufen von Beiträgen, Klickzahlen, Werbung. Und dann wird natürlich irgendetwas auch immer ein bisschen aufgebauscht. Es wird also das bevorzugt gezeigt, was spannend ist und Klicks generiert. Die Macht der Aufmerksamkeit. Macht im Diskurs zeigt sich daran, wer wird gehört, welche Aussage ist am lautesten, wer hat die machtvollste Position. Allerdings können bestimmte Ereignisse den Diskurs auch verändern. Denn Diskurs heißt nicht nur reden, sondern da steckt politisches Handeln drin. Zum Beispiel gab es im Mai 2023 Razzien gegen Mitglieder der Gruppe. Über das teilweise harte Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten in der Folge viele Medien. Das wiederum veränderte die Wahrnehmung der letzten Generation. Also ich denke, dass es seit ein paar Wochen, also dass viel mehr positive Sachen über uns berichtet werden, vor allem seit den Razzien haben sich echt viele Menschen und Medien auch solidarisch gezeigt. Auch Cora erzählt, dass der Umgang mit der letzten Generation zu viel Solidarität geführt habe. Cora ist Studentin und engagiert sich bei anderen Gruppen für das Klima.
Was mein Verständnis von letzter Generation auf jeden Fall geändert hat, ist die Kriminalisierung der Bewegung, die stattgefunden hat. Das war der Grund, warum sich viele Leute, die ich kenne, überhaupt der Bewegung angeschlossen haben und dafür gesorgt haben, dass sie, glaube ich, bewegungsübergreifend jetzt auch in andere Netzwerke eingebunden Support erfährt. Diskurse haben politische Dimensionen. Sie haben Einfluss auf Handlungen. In unserem Beispiel zeigen sich Menschen solidarischer mit Aktivistinnen. Und die Handlungen wirken auch wieder auf den Diskurs. Wer welche Position im Diskurs einnimmt oder worüber gesprochen wird, kann sich so verändern. Diskurse sind also ständig im Wandel. Wenn man sie sich genauer anschaut, erkennt man, was gerade gesellschaftlich wichtig ist, was als Problem diskutiert wird und wo es Konflikte gibt. Als KulturanthropologInnen, die sich eben mit der Komplexität des Alltags auch und seiner historischen Dimensionen beschäftigen, ja, können wir dazu beitragen, solche Gemengelagen ein bisschen zu deuten und mal zu schauen, wer da mit welchem Interesse wovon spricht. Und dann wird einem dann wird einfach klarer, wo auch gesellschaftliche Konfliktlinien verlaufen und wo Potenziale für Veränderungen sind. Diskurse werden also entscheidend davon geprägt, wer an ihnen teilnimmt, welche Stimmen und Interpretationen sie enthalten und in welchem sozialen Kontext sich die DiskursteilnehmerInnen bewegen. Ein genauer Blick auf einen Diskurs verrät also auch sehr viel über gesellschaftliche Positionen und die Verteilung von Macht. Es ist wichtig, solche Strukturen zu betrachten und kritisch zu hinterfragen.